Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns wieder alle Pressungen an, die ich von einer KISS-Scheibe habe. Und wir sind bei den Soloalben angekommen, weil letztes Mal war es Love Gun. Jetzt gehen wir zu den Soloalben und wir starten heute mit Peter Criss. Und da habe ich erstmal das Teil hier liegen. Das ist eine der Klappen, die ich gemacht habe für mein Plattenregal. Der ein oder andere hat das vielleicht schon gesehen. Und das hier ist eine unterschriebene Peter Criss Scheibe, die ich mir aus den USA damals bestellt habe. Bei dem Picture Disc, muss ich gestehen, steige ich null durch. Bei den ganzen Pressungen habe ich immer meine Probleme. Aber bei dem Picture Disc steige ich gar nicht durch, was da was ist. Hier steht was mit Russia drauf. Dann ist da wieder Manufactured in EU. Also keine Ahnung, was da am Ende wie was ist. Die habe ich mir damals gekauft in USA, weil sie original unterschrieben war. Kam mit der Hülle, die glaube ich nicht dazugehört, und mit einem Bild, dass derjenige beim Meet and Greet von Peter Criss war. Da sehen wir Peter Criss da hinten. Das Bild war damit bei, fand ich ganz cool, und die habe ich dann unterschrieben. Peter Criss, einer der wenigen, den ich leider nie persönlich kennengelernt habe. Deswegen musste ich mir da das Autogramm kaufen. Kommt nachher noch ein weiteres. Ob das ein Original ist, weiß ich bis heute nicht. Habe ich in dieser Sammlung mitgekauft. Aber erstmal gucken wir uns das nächste Teil an. Und das ist diese japanische Picture Disc mit diesem Solo-Poster-Bild drauf. Auf der anderen Seite ist dann der normale Kopf. Das Ding ist auch eine Klappe für mein Regal unten, für mein Kallax. Die sehen wir aber gleich nochmal. Ich bin der Meinung, es ist nicht die Originale, sondern eine von den Nachpressungen. Aber auch da steige ich nicht durch, was jetzt eigentlich die Originale ist und wie man die Originale bekommen hat, wie die aussah. Wir gucken uns gleich an, was ich da noch für eine Version habe. Finde ich aber sehr, sehr cool. Mittlerweile sehr teuer, diese Platten, auch wenn es vielleicht eine nachgemachte ist oder eine Reissue, was auch immer das war. Starten wir jetzt hier mit normalen Pressungen. Erstmal davon ab, ich finde das Bild von der Peter Criss Solo-Scheibe ist mein Lieblingsmotiv der Soloplatten, weil ich finde diese Zeichnung so genial, das sieht so cool aus. Einfach mega gut. Die anderen sehen auch gut aus, aber das ist wirklich am schönsten getroffen. Und ist für mich das schönste Bild, das von Peter Criss existiert. Also absolutes geiles Bild. Sieht grandios aus. Wir haben hier die deutsche Version mit dem entschärften Logo. Da unten seht ihr es, printed in West Germany. Oben steht ja immer to Ace, Paul and Jean. Das haben ja alle immer draufgeschrieben. Immer, ja, halt dementsprechend derjenige dann gegrüßt, der die Platte gemacht hat. Die anderen. Hier haben wir die Platte, nicht mehr ganz so schön, ein Kratzer drauf, aber das ist die Version, die ich hier davon habe. Die deutschen Varianten mit dem Logo sind stellenweise gar nicht mehr so leicht zu bekommen, also zum vernünftigen Preis, sage ich mal, aber mir fehlt auch immer noch die Paul Stanley. Ich habe Paul Stanley mit deutschem Logo immer noch nicht und muss da wirklich mal demnächst zusehen, dass ich mir die mal ergatter. Weil, ja, ich bin auch immer so geizig dafür, so viel Geld auszugeben, weil ich mir denke, hey, irgendwann wird die mir mal in die Hand fallen, aber bisher nicht passiert. Das ist halt die deutsche Variante. Dann kommen wir weiterhin zu einer deutschen Variante, und zwar mit Original KISS Logo. Das Ganze ist eine Bellaphone und unten steht auch natürlich wieder bei Bellaphone Germany. Das Ganze ein bisschen weniger grün leuchtend, sieht aber trotzdem gut aus. Holen das Ganze mal raus und die sieht dann so aus mit diesem Peter-Kopf drauf und halt auch da alles in Deutsch unten geschrieben. Halt auch eine deutsche Variante mit Original KISS-Schriftzug. Unterschied hier auch, dass die eine matt ist und die andere ist glänzend. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Die unterscheiden sich da von der Oberfläche. Dann geht es hier weiter. Auch Original KISS Logo. Ich muss gestehen, hinten viel, viel weniger drauf. Ich muss wahrscheinlich hier eine US-Pressung haben. So richtig 100% sicher bin ich mir nicht. Wir holen das mal raus. Wir haben hier diesen Einleger mit bei. Der ist
ja, weiß ich gar nicht, ob das nur bei den US-Pressungen ist. Und dann haben wir natürlich diese Innenhülle mit den 4 KISS-Platten. Und dann schauen wir uns das einmal an. Made in USA, ja, das ist eine US-Pressung. Kommt auch mit dem Kopf drauf auf dem Label. Und jo, das ist dann mit der Original-Innenhülle und diesem Beileger anscheinend eine US-Version. Ich finde es außerdem immer schön und vielen, vielen Dank dafür, wenn ihr immer ja, Fehler, die ich mache, berichtigt, sage ich mal, und mir manchmal einen Hinweis gebt und sagt, hey, nee, das war so und so. Manchmal verdrehe ich auch was, so wie neulich die norwegische Pressung mit der belgischen, wo ich dann irgendwie auf Belgien war. Also ich habe Belgien gesagt, das ist aber eine norwegische Pressung. Habe ich dann einfach verdreht und manchmal laber ich dann irgendwelchen Quatsch im Video hier, der eigentlich mir bewusst war, dass es Norwegen war, weil im Haul habe ich es damals erwähnt, aber dann wieder verdrängt habe. Und dann ist mal schön, dass ihr mir immer helft und das einmal klarstellt. Also sorry, wenn ich da manchmal Sachen verdrehe. Ist auch für mich nicht immer leicht, alles im Kopf zu behalten. Haben wir hier die nächste KISS US-Pressung wahrscheinlich. Das Ganze, ich muss kurz gucken, ist das jetzt identisch von hinten? Ja, das sieht relativ gleich aus. Das Grün ist ein bisschen anders. Und wir gucken da mal rein. Ich glaube, hier kommt jetzt ein bisschen Inhalt. Ja, das ist jetzt meine vollständige Version. Das müsste auch eine Made in US Fassung sein. Genau, steht auch drauf. Aber hier ist das Wichtige. Wir haben die Innenhülle. Und jetzt kommen die tollen Sachen. Wir haben den Flyer, den Bestellflyer. Das ist wirklich richtig cool. Der ist auch noch vollständig. Nichts abgerissen. Sehr, sehr nice. Wir haben hier das Poster, leider mit Löchern, aber das ist egal. Da haben wir das Peter Criss Poster mit den Ecken. Es gibt auch eine italienische Variante, wo diese Ecken hier fehlen. Die suche ich noch händeringend. Da ist das Poster einfach ja ohne diese Anbauteile. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Das ist einmal hier das Peter Poster und auch hier ist der Einleger. Also ihr seht, das ist eine vollständige Version. Da bin ich auch sehr glücklich, dass ich die habe. Ich hätte natürlich noch ein Poster, was ein bisschen besser vom Zustand wäre gerne, aber es ist nicht mehr so leicht, die günstig zu bekommen. Demnach bin ich glücklich, dass ich sie überhaupt habe in der Form, wie es hier ist. Und besonders der Bestellflyer hat es mir hier sehr angetan. Ich packe das hier in die Innenhülle rein, damit das schön alles zusammen ist und nicht kaputt geht. So, dann haben wir hier jetzt eine, da steht Made in Canada. Auch sehr, sehr interessant. Das ganze Ding sieht so aus, sehr, sehr ja, abgeranzt. Und hier unten könnt ihr es vielleicht erkennen. Da unten steht es Made in Canada und das Ganze schauen wir uns auch einmal an. Kommt auch wieder mit der Original-Innenhülle. Und die sieht dann so aus. Wir schauen mal, was hier drauf steht. Ob da, boah, das ist so klein, das kann ich kaum lesen. Gut, erkennen kann ich es auf dem Label jetzt nicht. Nicht auf den ersten Blick. Egal, aber ich hoffe, es ist eine kanadische Pressung. Schreibt es mir rein, wenn ihr es vielleicht besser wisst. Aber Made in Canada sagt es ja eigentlich irgendwie schon aus. Also ich gehe davon aus, dass es dann Kanada ist. Ja, dann haben wir hier die mexikanische Pressung. Die habe ich euch ja neulich gezeigt. Da habe ich ja eine Riesensammlung bekommen. Das Ding auch wirklich richtig schick. Innen drin kommt das Ganze dann so mit den spanischen Titeln auf dem Label. Tolle Scheibe, bin ich auch sehr froh, die zu haben. Dann habe ich einmal die hier noch, hochglänzend. Das Ganze scheint auch eine US-Pressung zu sein. Wir schauen einmal rein. Wir haben auch hier wieder diesen Einleger, der dabei ist. Und dann haben wir die Scheibe. Also es kann sein, dass ich hier 1, 2 doppelt habe. Ja, ist auch eine US-Pressung. Ich muss da wirklich nochmal durchgucken, welche ich alle jetzt brauche und welche nicht. Ich glaube, es kann sein, dass ich da vielleicht 1, 2 weggebe. Aber die hier ist halt wirklich schön Hochglanz. Vom Cover her, manchmal unterscheide ich dann auch, wie die Cover von der Färbung sind und habe dann das ein bisschen behalten, weil die ist wirklich sehr, sehr schön hier. Obwohl sie einen Cut Corner hat, sieht sie echt sehr makellos aus. Und das ist ein tolles Teil.
Kommen wir zu Picture Disc Varianten und da habe ich hier diese russische Picture Disc. Das Ganze kommt mit diesem Sticker auf der Hülle. Hinten ist das Ganze dann mit LR 115 LP gekennzeichnet. Und das scheint wirklich dann eine russische Version zu sein, weil auch hier unten steht dann Universal Music Russia. Ja, da unten sieht man es gut. Russia steht drauf und die sieht dann ja, dementsprechend aus. Wunderschön vom Bild her. Die ist wirklich richtig klar und deutlich. Tolle Scheibe. Kann man echt nicht meckern. Das ist eine sehr, sehr schöne Version. Ja, und die habe ich nicht nur einmal, die habe ich tatsächlich zweimal und das Ganze dann ohne den Sticker, aber die ist wirklich in einem so tadellosen Zustand, dass ich mich nicht von trennen konnte. Und die hat hinten auch diesen Sticker drauf, aber nicht vorne den Sticker. Die ist aber wirklich, als wenn sie gerade aus dem Laden kommt. Wunderschön und kommt auch gleich wieder in Folie und weggestellt, weil die ist wirklich Near Mint, würde ich sagen. Nee, nicht Near Mint, die ist ein Mint. Also nur, da fehlt nur das Eingeschweißte. Das Ding ist wirklich ein Granatenteil. Dann kommen wir zu was, wo ich ein bisschen struggle. Es ist eine US-Pressung, weil das sind, glaube ich, immer die, also Picture Disc, die immer so ein bisschen vergilbt sind. Da oben seht ihr, ist die Folie ein bisschen reingepresst. Das Ganze ist eingeschweißt. Ich weiß nicht, ob die nachträglich foliert wurde oder ob das so gehört. Da oben ist nämlich noch ein alter Sticker drauf, der schon ziemlich abgeranzt aussieht. Also es könnte original sein, dass sie eingeschweißt ist, aber dass die Folie da oben macht mich ein bisschen stutzig oder sie wurde einfach kacke verpackt. Also hier wurde noch mit Tesa ein bisschen das festgeklebt. Sie sieht aber so wirklich schön aus und ja, original sealed wäre schon geil. Ja, dann kommen wir zu etwas, wo ich keine Ahnung habe, ob es echt ist oder nicht. Ein paar hatten mal dazu gesagt, ist wohl nicht der Fall. Ich habe hier, was ist denn das eigentlich für eine? Scheint eine US-Pressung zu sein, sicher bin ich mir nicht, mit Unterschrift. Und das Ganze, ich zeige es euch einmal, kommt mit einem Zertifikat. Und das ist Record Ron's Music and Merchandise. Ich habe davon nie was gefunden. Ich habe davon so ein paar aus der Sammlung, die dabei waren mit diesem Zertifikat. Das Autogramm sieht gut aus, muss man wirklich sagen. Ob es echt ist, ich weiß es leider nicht. Ich kann über Record Ron's Music nichts finden. Irgendjemand hat mal geschrieben, der hat wohl früher gefälschte Sachen vertrieben. Sicher ist es nicht. Ich finde, sie sieht verdammt gut aus. Demnach, ja, ist es mir auch fast so ein bisschen egal, ob es jetzt wirklich original ist oder nicht, weil ich habe eine Originalunterschrift. Und das hier ist dann so ein bisschen, ja, so ein Goodie. Mein Gott, ich war in der Sammlung mit bei. Was soll ich da jetzt meckern? Entweder ist sie echt oder nicht. Richtig wissen werde ich es nie, aber ich hoffe es. Dann kommen wir nochmal zu einer weiteren Picture Disc, oben mit einer Cut-Ecke. Das Ganze ist hier auch anscheinend US. Wie gesagt, bei dem Picture Disc bin ich echt komplett raus. Das dürfte dann die US-Fassung sein. Vielleicht ist das eine Nachpressung nochmal gewesen oder was auch immer. MBLP, ich weiß nicht, ja, für was das genau steht, ist auf jeden Fall ja, nochmal eine Version. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon doppelt war oder nicht. Ich werde sie einfach behalten. Ich glaube, es ist dieselbe wie die unterschriebene, die ich da gerade hatte. Und dann kommen wir zu dem, was ich am Anfang gezeigt habe, und zwar der Japan Picture Disc. Und das Ganze sieht dann so aus mit Obi. Innen drin kommt das ganze Ding mit einem Flyer, also mit so einem Booklet. Das ist wieder dieses typische japanische mit englischen und japanischen Texten. Sieht auch cool aus. Und dann haben wir diese Picture-Variante, wie ich halt sagte, mit dem Bild. Das ist leider farblich sehr, sehr schwach und sieht echt nicht gut aus. Da sind auch so Einschlüsse. Also ja, das Bild hier ist natürlich toll. Aber jetzt ist es nicht die schönste Version von der Picture Disc, wenn man das andere Bild sich anguckt. So sieht sie aber wirklich toll aus und ist trotz alledem natürlich eine Rarität. Das muss man ganz klar sagen. Schreibt mir gerne rein, wenn ihr mehr darüber wisst. Ist das eine Nachpressung? Wie sah das Original aus? Hatte das Original auch ein Obi? Weil die Original Picture Disc aus Japan sind wohl
ein bisschen farbenfroher. Diese haben wohl mehr Farbe drin als diese Version hier. Aber ich weiß es halt nicht. Vielleicht sind es auch alles Originale und jeder, ja, redet sich was anderes ein. Keine Ahnung. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Kommen wir zum großen Finale und das ist eine Japan-Pressung mit Obi im wunderschönen Zustand. Sieht toll aus, hinten ist das Ding weiß, oben nur eine ganz leicht angeditschte Ecke. Wir holen das Ganze natürlich einmal raus. Da haben wir nämlich auch ein Booklet drin. Wir haben, und das ist das Coole an der Sache, ein tadelloses Poster. Und ich habe schon vergessen, ehrlich gesagt, dass ich doch ein tadelloses Poster habe in der Japan-Pressung. Ich habe nämlich alle Japan-Pressungen mit tadellosem Poster. Da haben wir es, sehr nice, richtig schön. Dann das Ganze mit einer wunderschönen Innenhülle, die auch wirklich gut aussieht. Und dann ziehen wir hier einmal die japanische Picture Disc raus, japanische schwarze Vinyl, richtig nett. Das ist ein wunderschönes Teil, über das ich sehr glücklich bin. Innen auch wieder mit dieser typischen japanischen Folie ausgestattet hier. Die kommen ja immer mit diesen Folien, was ich auch sehr nett finde. Die Japan-Pressungen sind wirklich immer echt schön gemacht. Ja, das waren meine Peter Criss Pressungen, die ich besitze. Auch nicht gerade wenig von einem Album, das ich wirklich zu den ja wohl langweiligsten Kiss-Alben aller Zeiten zähle. Also es gibt zwei Alben, die wirklich zu den Kiss-Alben gehören, die ich am wenigsten gehört habe. Das ist einmal die Peter Criss Scheibe und die Carnival of Souls. Gehören wirklich zu den Platten, mit denen ich am wenigsten anfangen kann. Gefolgt dann, glaube ich, von Monster und Sonic Boom. Ja, es sind einfach die Kiss-Scheiben, mit denen ich am wenigsten anfangen kann. Aber trotzdem, ich liebe die Soloalben, ich liebe die Motive da drauf. Und es macht höllisch Spaß, die verschiedenen Varianten da zu sammeln. Auch wenn ich bei Picture Disc nicht wirklich durchblicke. Ich hoffe, ihr bringt mir da ein bisschen Licht ins Dunkel. Aber sie sehen einfach cool aus. Und ja, es hat ja doch ein, zwei coole Songs, um mal kurz Don't You Let Me Down ist ein schöner Song. Tossin' and Turnin' finde ich okay. Und das war's. Der Rest ist leider für mich nichts. Ansonsten, ja, ist die Peter Criss Scheibe trotzdem natürlich Kult, kann man nicht anders sagen. Er hat halt einfach einen anderen Stil und ist irgendwie ja eher so der jazzige Typ oder wie auch immer man das nennen möchte. Lasst einen Kommentar da, ein Abo und einen Daumen nach oben, das würde mich tierisch freuen. Keep on rockin'. Tschüss.